Hallo und willkommen zurück. Und wenn du mich gerade siehst, zeigt es mir, dass du arg sich für die Thema 3D-Drucken interessiert. Und wir haben für euch etwas Besonderes vorbereitet, weil das Team von Microfactory ist immer noch hier mit dem 3D-Drucker hier im Studio. Der Max und Alex sind immer noch bei mir hier sitzend. Und ich wollte für unsere Zuschauer ein paar Kleinigkeiten angehen, die wir während des kompletten Show, der erste Show, nicht abgedeckt haben. Eine Sache, was mir aufgefallen ist, wir haben alle diese ausgedrückten Bauteile hier auf dem Tisch liegend und wir haben ein Flugzeug und ich habe einen kleinen Drache. Aber was ich erstaunlich finde, dieses Flugzeug, das ist so steif, ja, steifhart, ich kann es gar nicht biegen. Und dann hier bei der Drache, das ist sehr flexibel, es ist nicht zerbrechlich, wie entscheidet man sich für das passende Material, wenn man irgendwas ausdrucken möchte? Also so ein bisschen ist es, glaube ich, tatsächlich eine Sache der persönlichen technischen Anforderungen. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wenn man wirklich gewerblich dran geht und sagt, ich möchte irgendwas haben, dann gibt es halt immer Datenblätter zum Material, wo die Shore-Härte drin steht, die Flexibilität, alles, was man halt so braucht, um ein Bauteil endgültig auszulegen. Und wir haben jetzt halt ganz viel durchgetestet und festgestellt, es gibt halt sehr schöne Materialien, die dann häufig den Zusatz Tough haben. Die sind besonders stabil. Dann gibt es welche, die sind eben flexible. Dann gibt es welche, die sind sogenannt castable, die man halt entsprechend für die Herstellung von Formen gut nutzen kann oder die als Formen dann funktionieren. Und die Bandbreite ist enorm weitergegangen. Also es gibt inzwischen auch Harze, die versuchen, ihn mit natürlich Duroplasten dann thermoplastische Eigenschaften nachzubilden. Dann gibt es ein ABS-like oder ein PET-like entsprechend. Also da kann man inzwischen fast alles frei einstellen. Und wie flexibel man es dann hätte, das ist immer so ein bisschen persönliche Präferenz, aber man kann eigentlich alles inzwischen darstellen. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich das Allercoolste, was da in den letzten 10 Jahren passiert ist. Ich weiß noch, vor 10 Jahren hat man auch mal ein bisschen SLA gedruckt und da war die Bewegung, da wäre es 100%ig kaputt gegangen, das Bauteil. Und genau. Jetzt 10 Jahre später ist man halt so weit, dass man die Bandbreite hat und was wir dann halt immer den Leuten sagen, schaut einfach mal bei uns vorbei. Wir haben so eine ganze Library an Bauteilen, wo man mal ein bisschen durchprobieren kann mit Datenblättern dazu und da muss man immer individuell schauen, was da passt. Also die Materialhersteller gehen ja sogar noch einen Schritt weiter und die sagen, wir können auch extra Material für euch anpassen. Also da der Horizont ist riesig. Also Wahnsinn, wirklich riesig. Ja, davon waren wir auch relativ überrascht, wie offen da tatsächlich auch große Hersteller wie jetzt Henkel mit Loctite oder Altana sind, die wirklich gesagt haben, ja, dann passen wir halt hier ein bisschen was an, machen mehr Füllstoff rein, weniger Füllstoff, dann wird's halt entweder, man kann die Sachen alle eigentlich durchfärben, gerade Altana hat sehr viel Materialien, die wirklich komplett durchfärbbar sind, von glasklar, wie es da liegt, in eigentlich alles an Farben, was man so möchte. Also da ist echt viel Variabilität möglich. Ja. Bei manchen Herstellungsverfahren mit unterschiedlichen Materialien habe ich das Gefühl oder Erfahrung gemacht, dass das Objekt schrumpft nach der Härtezeit oder sowas. Ist es auch der Fall in diesem Fall mit diesem Druckverfahren? Also man hat diese Schwankungen ja meistens durch die Temperaturveränderung, also dass beispielsweise ein Bauteil abkühlt und sich zusammenzieht. Das kennen wir ja aus ganz vielen Gegenständen aus dem Alltag auch. Und wir arbeiten ja, oder das ist das Schöne, wir arbeiten ja nicht mit Temperatur, sondern wir nutzen den chemischen Prozess dahinter. Das heißt, Schränkungen und die Themen sind gar nicht so groß bei uns. Das ist wieder so ein bisschen Vision Zukunft jetzt. Es gibt so eine Anwendung, wo wir diese Polymere eigentlich nur als Träger nutzen, um dann halt nochmal Zusatzmaterialien reinzutun, zum Beispiel Keramiken. Also Keramik, 3D-Druck ist immer in unserem Verfahren eigentlich oder 90% davon und dann wird dieses Polymer nur als Träger benutzt und danach kommt es in den Ofen, wird rausgesintert und dann kriegt man diese Schränkungen wirklich als Problem oder als Berechnungsthema hin. Ja. Aber bei uns spielt das keine Rolle. Und wenn ich diese Bauteile hier auf dem Tisch anschaue, kann man mir auch vorstellen, dass vielleicht das nicht Ende der Herstellungsprozess für manche möglichen Kunden, sie wollen vielleicht irgendwas beschichten oder sowas. Wäre das auch möglich? Da hast du Marks Lieblingsthema erwischt. Also, das ganze das Thema. Mein Herz höher, was kann man sagen? Also ich glaube, da geht es halt darum, wo wollen wir jetzt in den nächsten 5 Jahren hin, wo ist unsere Vision und ich glaube, da untersuchen wir halt sehr viele unterschiedliche Anwendungen, wie man beispielsweise jetzt auch solche Bauteile noch nachbearbeiten kann. Wäre ja super spannend, wenn ich jetzt es schaffe, auf mein Kunststoffbauteil eine sehr harte Nickelschicht zum Beispiel aufzutragen, um dann halt einfach robuste und einfach bessere Oberflächenhärten zu bekommen. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze, zum Beispiel das sogenannte Elektroplaten, das haben wir jetzt auch groß untersucht, weil, wie man ja bei den Bauteilen sieht, diese Oberflächen sind ja super glatt und super sauber und schön. Dadurch
dadurch können wir da halt eine sehr gleichmäßige Metallschicht auftragen. Und das ist halt auch wieder ein giftiger Prozess des Elektroplaten. Und für uns ist es machbar, auch so einen Prozessschritt mit in der Maschine voll zu automatisieren und dann diesen Prozess auch wirklich wieder zu enablen für Menschen, für alle Leute, die es nutzen wollen. Aber da muss man halt manchmal auch priorisieren und leider habe ich gerade die Priorisierung nicht so hoch auf Galvanisieren. Aber das kommt, da bin ich mir ganz sicher. Das bringt mich gleich auf eine weitere Frage, weil wir haben schon gesagt, der Leo leider ist heute krank, er kann nicht dabei sein, aber wie teilt ihr dann die Aufgaben unter euch auf? Ja, also es gibt die Gründer der Firma, ihr habt auch ein kleines Team auch, ja, so wie geht ihr damit vor? Ja, also ein organisatorisches Genie in dem Team, das ist die Lösung. Vielen Dank, Max. Wir haben es eigentlich relativ klassisch am Anfang aufgeteilt und gesagt, Leo übernimmt die ganze Technik und ich übernehme den ganzen organisatorischen und finanziellen Aspekt und Max ist so ein Stück weit das Bindeglied zwischen uns, was halt auch viel Richtung Außendarstellung und Sonstiges übernimmt. Und ich würde sagen, diese Grundteilung haben wir also bis jetzt beibehalten. Also es ist so, dass ich die ganze Organisation, Finanzen und so weiter übernehme. Max macht inzwischen viel auch Forschungsthemen, also Themen, wo wir sagen, da wollen wir in Zukunft mal reinschauen. Und Leo macht viel diese Themen an der tatsächlichen Maschine, die Umsetzung in mechanischer Weise und hat dann auch unsere beiden Software-Developer immer mit dabei und die drei arbeiten halt zusammen am Endprodukt. Max schaut so ein bisschen in diese Visionsthemen rein und zusammen, würde ich sagen, machen wir die meisten auch Veranstaltungen und sonstigen Themen, weil wir uns da ganz gut ergänzen. Ja, genau. Das sieht man schon. Also wir sind sehr komplementär im Team. Also das ist auch einer der Gründe, dass wir überhaupt so schnell sein konnten, weil auch jeder genau weiß, so okay, wenn zum Beispiel Leo eine Entscheidung trifft und sagt, das ist das Beste, dann diskutieren wir drüber, aber wir schätzen halt seine Meinung in der Hinsicht einfach am meisten, weil wir wissen, er hat die Rolle des CTOs und das ist im Organisatorischen das Gleiche. Wenn Alex dann sagt, hey, wir müssen die und die Schritte machen, um jetzt einen schönen Gesellschaftervertrag aufzusetzen, dann werde ich nicht ankommen und sagen, nee, ich weiß das besser, sondern jeder weiß schon so ein bisschen seine Rolle im Team und dadurch ergänzen wir uns einfach super. Ja. Und viele Ingenieure fühlen sich wohl bei der Umsetzung von technischen Sachen, entweder Maschinenbau oder Elektronik und so weiter, aber plötzlich findet er in der Situation, wo er ein Team führen muss. Ja, also es gibt diese Führungsrolle, Management, Streiterei möglicherweise zwischen Mitarbeitern und so weiter. Wie erwerbt man die Kompetenzen und Fähigkeiten, um ein Team zu führen? Ja, ich glaube, das ist eine Verantwortung, die ist relativ hoch und auch eine Rolle, in die man ein Stück weit einfach reinwachsen muss. Wir sind jetzt Gott sei Dank oder was heißt Gott sei Dank, wir sind noch ein sehr kleines Team. Und ein sehr familiäres Team, also wir können alle offen miteinander reden und gerade unsere Softwareentwickler, die haben beide auch, würde ich sagen, volles Mitspracherecht bei allen Themen, wenn es um die Technik geht und da auch den gleichen Wert an Stimme. Ansonsten ist da, glaube ich, viel einfach Erfahrung, reinwachsen. Sicherlich helfen auch so klassische Führungskräftetrainings, die würde ich gar nicht unterschätzen und immer offene und ehrliche Kommunikation, würde ich sagen, ist schon so der Grundstein bei uns aktuell. Ja. Und was wir schon merken, ist halt, dass Alex kommt ja aus Großkonzernen-Background, ich so ein bisschen aus der Forschung und damit haben wir halt beide alles schon mal so ein bisschen kennengelernt. Und er bringt dann Vibes mit, die einen Großkonzern hat, aber man will ja auch nicht alles 1:1 vom Großkonzern übernehmen. Also da gibt es sehr viele träge Prozesse, aber es gibt schon Strukturen, die haben sich da durchgesetzt und es ist ein Grund, dass sie so groß geworden sind. Also es gibt einen guten Grund. Und da hat Alex halt einfach seinen Background und hat da auch selber schon ein Team geleitet oder leitet das immer noch. Da kommt viel Expertise zusammen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr sehr viel Zeit verbringt mit dem Markt, um zu sehen, nicht nur, was die Konkurrenz machen, sondern was Kunden mit dieser neuen Technologie umsetzen. Was findet ihr zurzeit spannend? Also da gibt es prinzipiell ganz viele Projekte, die spannend sind. Also beispielsweise im Bereich Schuhe, Schmuck und so weiter. Also Adidas hat zusammen mit der Firma Oechsler und dem Druckerhersteller Carbon die sogenannte Speed Factory aufgebaut und die drucken jetzt Schuhsohlen wirklich in großen Stückzahlen, über 2 Millionen Stück sind das, glaube ich, inzwischen, die ein besonderes Federungsprofil haben, was man gar nicht anders herstellen könnte. Ansonsten, was gedruckt wird, sind inzwischen für Rucksäcke so Rückenpolster, wo man wirklich sagt, diese Strukturen könnte man mit Polyurethanschäumen, die sonst verwendet werden, gar nicht erst herstellen. Und viel wird da auch noch kommen. Also wir haben hier in klein und blau so ein Teil auf dem Tisch liegen. Das ist ein Ohrring, was wir uns mal, oder den wir irgendwo mal zur Verfügung gestellt bekommen haben und dann ausgedruckt haben. Diese Art von Form könnte man gar nicht anders herstellen. Also da gibt es sehr viel spannende Ansätze. Was gerade noch groß rumgeht, ist von Wilson ein Basketball, der luftfrei ist, der sich nur aus seiner Struktur selbst hält.
Und da ist immer so die Frage, das ist natürlich ein Produkt, was es schon gibt, einfach auf eine andere Art und Weise hergestellt, was auch sehr spannend und innovativ ist. Aber ich glaube, der große Faktor, wo noch ganz viel passieren wird, sind Teile, die noch gar nicht so fertigbar waren bis jetzt. Ja. Das ist so ein Schlagwort dafür, sind so topologisch optimierte Bauteile. Das heißt, ich baue jetzt nicht mein Bauteil einfach mal so, weil ich weiß, ich kann es fertigen, sondern ich schaue mir an, was sind denn die eigentlichen Eigenschaften meines Bauteils und vergesse im ersten Schritt mal die Fertigung. Und dann, was lustiger Art und Weise dabei passiert, ist, dass da sehr biologisch angehauchte Strukturen entstehen. Also sind sehr nahe zum Beispiel zu einem Baum, wie so ein Bauteil dann entsteht. Und das sind natürlich Bauteile, die konnten mit den aktuellen Freiheitsgraden einfach noch nicht gefertigt werden. Und dann aber zu deiner Frage zurück, wie macht man das, dass man so immer up-to-date bleibt? Da kommen wir halt wieder zurück. Ich meine, auch vor unserem Startup habe ich jeden Tag YouTube-Videos angeschaut, wo jemand über 3D-Druck geredet hat. Das hat sich noch nicht verändert seitdem. Also da entsteht halt einfach viel Interesse in der privaten Zeit und kommt viel Inspiration. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also ich bin persönlich in der Zeit aufgewachsen, als es sehr viele gedruckte Zeitschriften gab aus der Fachmedienbereich. Ihr seid ein Tick jünger als ich. Wie informiert sich heute die Ingenieure über Technik und Verfahren und so weiter? Ist es alles auf YouTube und Social Media oder ist ein Gleichgewicht von alten Medien wie so gedruckte Zeitschriften und Neues? Oder? Ja, also klar, ich lese mir auch mal irgendwie eine Zeitung wirklich im Bereich AM durch. Also da gibt es auch tolle Zeitungen. Das war früher noch ein bisschen mehr, weil die bei uns am Institut immer kostenlos auslagen. Da habe ich keine eine mitgenommen. Seitdem habe ich keine gekauft, das muss ich dazu sagen. Aber es ist trotzdem die Kombination aus den neuen Medien, YouTube und Co. Da wird es halt sehr auf einem Level von Entertainment aufgezogen und nicht unbedingt auf dem Bildungsgrad. Dann spielt die Uni aber auch mit rein. Also ich meine, im Studium haben wir auch viel gelernt, vor allem was so allgemeine Themen angeht. Und dann aber die private Zeit, zum Beispiel in einem C-Lab, wo wir uns ja kennengelernt haben, wo halt Leute sind, die auch nur über den gleichen Scheiß reden. Und dann redet man halt den ganzen Tag über den gleichen Scheiß. Gleichgesinnte finden. Und und das so die Dreierkombination ist es für uns. Ich glaube auch irgendwie, jede Branche hat so ihr kleines Spezialmagazin oder manche sagen, es ist dann Journalismus, der nicht auf höchster Stufe ist. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt so Portale, wo man einfach, jeder Hersteller und jeder kann da Pressemitteilungen veröffentlichen und die werden 1:1 so abgedruckt. Und das gibt es halt eben auch im additiven Bereich. Und das ist was sicherlich keine neutrale Bewertung für vieles darstellt, aber was schon sehr interessant ist. Insofern, dass man da einfach alles mitbekommt, was andere Hersteller auch für veröffentlichungswert halten. Und da kriegt man relativ viel mit, was da gerade auch an Innovationsprojekten startet und steigt. Ja. Und was halt dabei cool ist, das motiviert dann halt super, weil jetzt zum Beispiel, kann ich ein Beispiel nennen, Freeform ist das, die machen diese PE-Schäume so in die Richtung, nur dass die danach nochmal in einem Temperaturofen nachhärten und damit expandiert das Material, also das wird einfach viel größer. Da hast du halt zum Beispiel einen kleinen Basketball und danach ist ein großer Basketball. Und sowas schaut man sich halt an und denkt sich, oh cool, warte mal, die Materialien können wir verarbeiten und dann motiviert einen das halt auch einfach am eigenen Produkt weiterzumachen. Ja. Was ich bei dir, Max, spüre, ist diese Leidenschaft für alles, was um 3D-Druck herum geht. Bei mir ist es ähnlich, ja, und ich habe das Gefühl, ich verzettel mich sehr schnell, wenn ich ein Thema forsche. Wie schaffst du das, auf ein Thema zu konzentrieren? Oder? Die wichtige Frage ist, wie hast du mich so schnell verstanden? Das sollten wir uns jetzt mal fragen an der Stelle. Anscheinend bin ich ein offenes Buch. Ja, also ich will ehrlich zu euch sein. Ganz am Anfang Freunde von mir haben immer gesagt, ich gründe eines Tages ein Startup. Also das war für mich immer klar, dass ich Unternehmer werden möchte. Ich komme von BMW davor und dann halt mit der Forschung war für mich das klar. Aber sie haben auch immer gesagt, du wirst Probleme bekommen mit Fokus und die ganze Orientierung. Und ich habe immer gesagt, man braucht das richtige Team. Und darauf läuft es auch wieder hinaus. Und Alex hat da auch schon viel mitgeformt, kann man sagen. Also so Freeform-mäßig. Und da würde ich schon sagen, dass ich besser geworden bin. Und dann gibt es Tools. Also ich meine zum Beispiel, was mir im Team super geholfen hat, ist Trello. Das ist ein ganz einfacher Aufbau von, was muss ich heute machen oder was muss ich die Woche machen, was ist nicht passiert und was habe ich schon abgearbeitet. Und das ist für mich halt einfach die Lösung, weil ich mache morgens das auf und weiß, mit Zeittracking, hey, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, muss diese 6 E-Mails beantworten. Und was ich dann gleichzeitig mache, ist, ich mache die ganze
morgen und die ganzen coolen Sachen am Abend. Also morgens geht's los mit E-Mails, die ganzen Sachen, die organisatorisch runterzuarbeiten sind und dann kann ich danach halt ab 15, 16 Uhr anfangen mit den Forschungsthemen und mich damit beschäftigen. Ja. Aber das ist ein Prozess und ich bin heute auch wirklich noch nicht perfekt und werde da auch noch viel dran arbeiten müssen. Ja. Und wie ist es für dich, Alex, dann so ja, also ich würde sagen, zu richten? Max und ich ergänzen uns da wieder sehr gut, weil ich bin da schon ein kleiner Effizienzfreak, muss man sagen. Also alles, was so an Optimierung geht, das wird alles ausprobiert. Jedes Tool wird getestet, ob es mich irgendwie schneller macht oder effizienter macht. Und ich habe irgendwann dann angefangen mit diesen Kanban-Boards, die ja auch Trello darstellt und dann Priorisierung von Aufgaben mit der Eisenhower-Matrix, also nach dringend und wichtig und über das die 2 Achsen. Ja. Und dann, da hat der Konzern durchaus seine positiven Spuren hinterlassen, kann man da ja sehr viel schöne Schulungen auch mitnehmen zu dem Thema agilen Arbeiten, Frameworks etc. Und wir haben jetzt relativ viel wirklich Scrum eingeführt bei uns, wo wir uns einmal die Woche zusammensetzen, Planning machen, was die Aufgabe ansteht, jeweils eine Zeitschätzung dazu machen und dann auch nur die Aufgaben mit reinnehmen, die in der Woche wirklich stattfinden sollen. Und das funktioniert inzwischen erstaunlich gut. Also es war schon ein Aufeinander zuarbeiten, definitiv. Ja, und ich bin so ein bisschen bei uns im Team, ich möchte jetzt nicht sagen der Pessimist, was Zeitschätzungen angeht, aber ich bin eher der lieber 2 Stunden früher fertig ist und sagt, boah cool, ich habe es schneller geschafft als die Deadline. Und Max ist eher so der sagt, das habe ich in 2 Stunden fertig. Dann sind es 20. Und nach 2 Wochen nach 2 Stunden feststellt, ich habe angefangen. Messebau, das war so ein Thema. Ja. Aber inzwischen nähern wir uns da gut an und man muss auch sagen, viele Sachen hätten wir vielleicht gar nicht angefangen, wenn wir mit meinem Ansatz dran gegangen wären, absolut, weil ich gesagt hätte, so das schaffen wir nicht in der Zeit, lass uns das lieber mal raussparen. Ja. Also so dafür wären wir vielleicht 1, 2 Bierchen mehr trinken gegangen, anstatt bis um 3 Uhr nachts zu arbeiten. Und das jeden Tag seit 2 Jahren. Ja, also das ist alles Team, also ganz klar, alles Team, ganz klar. Also anders kann man es nicht sagen. Wir haben über viele Erfolge gesprochen in der Hauptinterview, insbesondere ein Gerät steht bei uns hier im Raum, was beweist, ihr irgendwas machen könnt. Aber vielleicht können wir auch die Misserfolge vielleicht eingehen. Was hättet ihr lieber anders machen können? Also sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt heute ein neues Startup gründen würden, wären wir schon viel schneller. Also es sind viele Sachen, wo man einfach ein Learning mitnimmt, aber das hätten wir auch in der ersten Instanz nicht schneller machen können, weil das sind Sachen, da muss man sich durcharbeiten. Nehmen wir mal alleine sowas wie Maschinenrichtlinien an. Also da arbeitet man sich einmal ein und die zweite Maschine, die du baust, ist schon einfacher zu bauen, ganz klar. Ja. Also und dann, gut, richtige Misserfolge, ich meine, es gab so ein paar technisch gesehene Misserfolge, wo wir halt iterieren mussten, wo wir halt gemerkt haben, wir haben einen Plan, wir setzen es um und merken einfach während dem Testen, das kann so nicht funktionieren, wie wir uns das vorstellen und dann müssen wir da nochmal ran. Das war bei uns eine Komponente, da sind wir jetzt zum Beispiel schon in der 5. Iteration und das kostet halt viel Zeit und auch einfach Geld und Nerven und Alex sitzt daneben und denkt sich einfach nur, ich habe euch das damals schon gesagt, dass das so lange dauern wird. Das hatten wir jetzt schon oft, weil ich da immer, überhaupt kein Problem, easy, gib mal eine Woche, dann habe ich das. Sowieso eingeplant. Ja, und Alex so, Alter, du brauchst ja safe ein halbes Jahr dafür und dann waren es halt irgendwie von mir aus 5 Monate später. Also ich glaube schon so eine vielleicht auch typische Sache für einen Ingenieur ist dieses klassische Overengineering. Ja, und, genau. Das ist auch immer Gefahr, ne? Immer großes Diskussionsthema bei uns, weil es gibt immer noch eine schönere Lösung, aber wir müssen halt erstmal eine Lösung finden, die serientauglich ist. Genau, ja. Und dann können wir sie später schöner machen und wir hatten einen Teil dran an unserem Auswurf, das war... Da müssen wir eigentlich mal die Iteration zeigen. Das war eine halbe Maschine. Also das Teil alleine hat, glaube ich, 400 € gekostet, nur an Zukaufteilen. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei 30 oder so. Das ist super komplexe Magneten, die da drin gearbeitet haben. Wenn wir da drin zurückdenken. Also sagen wir es so, das ist aber trotzdem die beste Idee, das Problem zu lösen. Nur können wir uns das aktuell noch nicht erlauben, weil du bräuchtest halt ein Team von 3 Leuten, die das wahrscheinlich umsetzt. Ja. Das heißt, wir haben jetzt halt in der Rückhand etwas, was wir dann halt umsetzen wollen. Und worüber wir dann halt jetzt lieber erstmal in Ruhe ein Patent machen und dann das umsetzen. Das war die bessere Herangehensweise. Ja, genau. Und Alex, hast du Empfehlungen für diejenigen, die Pulverbeschichtung angehen möchten? Ja, also ich kann absolut sehr empfehlen, sich Arbeitskleidung dafür anzuziehen. Also bei mir war das so, wir haben die Maschine, so wie sie hier steht, jetzt im Makerspace von der Unternehmertum Pulver beschichten können und da die relativ groß ist, braucht man für eine Maschine so 3 Stunden ungefähr. Und wir haben 5 Maschinen Pulver beschichten müssen für unseren Messeauftritt. Und ich bin da morgens in aller Frühe hingefahren und hatte mir abends schön so einen Korb zusammengepackt mit Arbeitskleidung. Und den habe ich natürlich morgens auch prompt stehen lassen. Ich musste aber passend an der Maschine stehen.
Und bin morgens, also ich hatte erst noch einen Termin und bin dann hingefahren, schön mit Anzughose und Hemd und stand dann mit Anzughose und weißem Hemd 8 Stunden in der Pulverkammer, die mit direkt den Pulverofen drin hatte und die dann irgendwann so um die 40, 42, 45 Grad entwickelt hat und habe vollkommen durchgeschwitzt im Anzug das Ding Pulver beschichtet. Und jeder, der vorbeigelaufen ist, hat sich gedacht, also ich weiß nicht, was die machen, aber von Handwerk können sie keine Ahnung haben. Richtiger BWLer am Start. Vollgas, ja, absolut. Max, Alex, es hat mir super viel Spaß mit euch zu unterhalten und vielen Dank für die Einsichten, für die Informationen und die Geschichten. Das war klasse. Vielen Dank. Das war sehr cool, ja. Wirklich. So, vielen Dank, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen mit ein paar extra Tipps und Empfehlungen. Nicht Pulver beschichten im Anzug. Auf Draht bleiben und hoffentlich sehen wir uns nächstes Mal.